Salzkammergut has the most lakes of any region in Austria. 76 mountain lakes with water pure enough to drink, nestled among Alpine peaks. For millions of years, these landscapes have concealed a precious treasure, mountain core salt. The Alpine salt is used to refine the cuisine of the Salzkammergut, for example, to marinate fresh Arctic char. A roast cooked on a bed of salt comes out especially aromatic and juicy. With a pinch of Alpine salt and plenty of powdered sugar, the Apfelschlangl pastry is the big brother to the apple strudel. Alexander Körbel spends a significant portion of his life underground in the Altaussee salt mine. Schmeckt gut, mild, salzig. Und das ist gut für uns und für den Mensch. Alexander's wife Brigitte enjoys whole food cooking, but her husband is not so keen on grains. Mit Tricks ist immer gut arbeiten. Mein Mann muss ja heute noch manchmal einen Trick anwenden. Weil der mag am liebsten Weißmehl, aber da muss er durch. The Alps began to form approximately 55 million years ago. As they grew, vast deposits of sea salt were trapped under thick layers of rock. These men haul the pristine salt out of the mountains and into the light of day. Alexander Körbel is their foreman and confidant. At exactly 6 in the morning, Alexander and his colleagues drive into the so-called Erbstollen, the deepest tunnel in the mine. The journey takes 20 minutes, carrying them 2,5 kilometers down into the belly of the mountain. Ja, es stimmt schon wahrscheinlich für Außenstehende, dass wir andere Welt, das ist vielleicht wie beim Tauchen, wo man ins Wasser eintaucht. Aber für uns ist das eher normal. Nur das Einzige, was mit dem Alter kommt, ist, dass man dann, wie es im Winter ist, die Sonne vermisst. Und das geht dann aufs Gemüt mit den Jahren. The further into the mountain they go, the colder it gets. In the heart of the mountain, it's down to 7 degrees Celsius. This underground work is dangerous. Das ist ein Sauerstoff-Selbstretter. Der ist bei uns Vorschrift, dass jeder Bergmann einen Sauerstoff-Selbstretter hat. Das ist auch persönlich sehr wichtig, weil in einem Brandfall zum Beispiel kann man 60 Minuten flüchten damit und rettet somit sein Leben. Franz Lupke, Storsalz. Raphael geht mit dem Andreas Aussee zu der Bohrmaschine. Alexander assigns different tasks to the miners every day. This helps to avoid routine. From the main gallery, the men go to their work areas on foot. The total length of the tunnels in the mine stretches for 46 kilometers, an extensive and complex labyrinth. Any outsider would quickly find themselves lost. On the surface, the sun shines down on the municipality of Altaussee, a climatic spa town in the heart of the Styrian Salzkammergut. Alexander and his wife Brigitte have just moved into their newly built house, right next door to Alexander's grandmother Traudl.
Brigitte! Hallo Oma. Servus! Grüß Ich war jetzt da mit den Äpfeln. Danke. A family outing is planned tomorrow, for which Brigitte and Traudl will be baking an Apfelschlangl. It's a kind of apple pastry. The first autumn apples from grandmother's garden. Dann schon kosten auch, weil... Gut saftig. Schaut wie den Schlankel da. Almost too good for the Schlangl, thinks Traudl. The peel stays on. In dem Fall ist es Bio und das ist ein wunderschöner Apfel. Und dann behält es außerdem das Saftige. Zu zweit macht es doch mehr Spaß. Brigitte came from Linz, around 130 kilometers away, to live with Alexander in Salzkammergut. Sind wir da auch glücklich, ja. Und uns gefällt es auch, die schöne Aussicht. Und wir sind Und froh, neben der dass wir es neben Oma, haben. ja, wir kennen recht gut miteinander. Die Oma ist auch froh, gell? Ja, Frau, ja. Dann haben wir so allein bin, habe ich da wem. Aber ich habe mich gleich wohl gefühlt. Darum bin ich hergezogen. Und eigentlich kann ich sagen, ich bin da daheim. Ich gehe überall hin, wo mein Mann hingeht. Das ist ja so. Before Alexander went below ground full-time, he spent 10 years working in almost every area of the salt mining sector. If there's any need, he can step in. The color of the mountain core salt is down to its unique crystal structure. The salt stone is broken out of the mountain and crushed. Only the stones with the very highest salt concentrations are used. In addition, smaller pieces are easier to transport. Es ist ein zäher Stein und es ist einfach anstrengend, weil den ganzen Tag mit dem Schlügel auf den Stein drauf hauen bringt einem zum Schwitzen. Trotz dessen, dass es 7 Grad hat bei uns in der Grube, kann man trotzdem ohne Jacken arbeiten und schwitzt den ganzen Tag. Saltstone, like silver, has a degree of hardness of 2. Of course, diamond is the highest with 10. The high variety of minerals preserved in the salt crystals makes the mountain core salt a precious commodity. Up until the present day, natural salt in Altaussee is predominantly mined by hand. Wir machen das mit der Hand, weil man es einfach optisch besser sieht, ob Verunreinigungen drin sind, und dann kann man es aussortieren. Die schönen hauen wir rein, die schlechten hauen wir weg und der Bagger bringt es dann am Rand. The salt is stored in the rock strata of the 1,717-meter-high Sandling Mountain. Salt has been mined in this mountainous landscape for thousands of years, first by the Celts, then by the Romans, and finally the Habsburgs. Hallstatt, the oldest salt mine in the world, is also found here. At home in Altaussee, Brigitte is preparing a short crust for the apple pastry. In the flour, a pinch of mountain salt and plenty of butter. Grated lemon peel and 2 eggs. Entschuldigung. Das Einmaleins der jungen Hausfrau. Ein altbewährtes bei Rezepte, bei grundlegenden Rezepten eigentlich. Schaue ich manchmal da rein. Das begleitet mich schon seit meinem 12. Lebensjahr, wo ich das erste Mal Kochen gehabt habe. A little milk makes the dough easier to knead. That's what the recipe book says. Instead of wheat, Brigitte uses spelt wheat flour. Mir ist Gesundheit wichtig und überhaupt Vollwert und Bio, vor allem Bio. Und mir schmeckt es jetzt einfach besser. Also es ist einfach gehaltvoller. Traudl has cut the remainder of the apples. Zimt brauchen wir noch. Also das haben wir The apple pieces are refined with cinnamon, brown sugar and raisins. Sometimes Brigitte also adds some rum. Ein Schatzel. Ohne Rosinen und viel. So.
The short crust has been resting in the refrigerator for an hour. Now it needs to be prepared quickly so it doesn't become too soft. Apfelschlangl is a typical Austrian pastry. It is not an apple strudel, for which the dough is rolled extremely thin. In an Apfelschlangl, the apple filling is encased in a somewhat thicker short crust pastry. Genau, passt. Und da, wo Lücken sind, da tun wir dann flicken. Da komme ich jetzt mit dem Ei, da tun wir kleben. Das ist, dass der Saft nicht With a ausrinnt. beaten egg, Brigitte presses together the dough ends and holes to prevent the juice from leaking out. Und da machen wir jetzt die Radeln, so gleichzeitig ein Muster. So, und jetzt machen wir das. So, jetzt tun wir das da. Haben wir alles verwendet und nichts verschwendet, wie es der Brauch ist bei uns. Da haben wir das glatt streichen, dann wird das voll schön. So, da helfen wir auch noch nachher, da verschmieren wir das ein bisschen, dass das glatt wird. Na, der Duft ist das Beste, einfach wie ein Bratapfel. Da riecht das ganze Haus davon, da bis ins Schlafzimmer. Duftet's. Das geht so wunderbar aus. So, Ende gut, alles gut. Bingo! Eine in den Ofen damit. Tut das schon? For around 30 minutes at 180 degrees Celsius. Brigitte is driving to the farmer's market in the neighbouring town of Bad Ischl. She's doing some shopping for dinner. Today she's with her daughter Marlene. She has 3 young children. Right now, mother and daughter don't get to see each other very often. The horseradish is for tomorrow's fish dinner. Ja, so ein Viertelkilo vielleicht, oder? Ein Viertelkilo, ja. Bitte, die schauen sehr gut aus. Wo sind die her? Okay. Frisch, ganz frisch. Super. Und was macht sie heute? Ja, es gibt einen Salzbraten, gell? Sind wir heute zum Essen eingeladen bei der Mama mit den Kindern. Wir haben 3 Kinder, die kommen mit und mein Mann. Das ist ganz nett. Ja, wieder Familienessen, wir freuen uns schon voll. Und Zwiebeln hast du noch gesagt, Mama, gell? Jetzt glaube ich da mal alles. Das wär's dabei. Danke, super. Halbes Kilo, gell? Ja, bitte, wenn es zu lieb passt. Ich glaube, jetzt haben wir es, Mama, Jetzt hätten wir's, ja. Bitte. Und das war jetzt wieder. Danke, viert euch. Gute Geschäfte. Tschüss, viert euch. In the mountain, the hard-won salt is on its way to see daylight for the first time in millions of years. Alexander checks the stones once again for quality. Ich wollte eigentlich von Kind auf schon zu der Saline gehen, weil mein Vater auch in der Saline gearbeitet hat. Und das hat mich immer interessiert und war interessant für mich als Kind. Für mich ist es ein Traumberuf. Ist auch in der Region einer der begehrtesten Berufe. Schaut gut aus. Passt. Nehmen. Hopp. The Alpine salt is sold untreated, neither bleached nor refined, so it retains its grey-pink colour. Tonight, Marlene is bringing her whole family along for the dinner. Alexander is making a salt roast with potato salad. The large neck of pork is cooked on a bed of salt at a gentle 130 degrees Celsius. Ich probiere jetzt einmal einen Senf aus der Region, einen Marillensenf. Ist das erste Mal, aber ich bin zuversichtlich, dass das gut schmeckt. The only seasoning for the meat is salt, pepper and apricot mustard. Ich habe zu wenig Zeit zum Kochen, aber jetzt habe ich ein paar Mal gekocht und das macht dann immer mehr Spaß. Weil mit dem Hausbau sind wir auch fertig. Jetzt ist wieder mehr Zeit zur Verfügung. Gut, dann legen wir den Braten auf Salz. Wichtig ist, dass man ein Backpapier drunter gibt unter das Salz, weil sonst brennt sich das in das Blech rein. Und das kriegt man nicht mehr sauber, also nur mit Schruppen richtig. Schatzl, kannst du mal den Ofen aufmachen? Bitte. So schieben wir aufs zweite Blech. Hast super gemacht. Und eins darf man nicht vergessen, was der Tom hat gesagt, wir dürfen jetzt 3,5 Stunden nicht reinschauen, weil dass die Hitze nicht verloren geht. Ja, stimmt. Da kann Weil man er so auch- niedrige Hitze hat und dass das richtig arbeiten kann da drin.
time for the potato salad. Ich habe so einen Schnittlauch geholt. Danke. Das Messer wird geschliffen. Nein, ich hätte gerne anders genommen. The new kitchen is still a bit unfamiliar for the both of them. Ui. Meine Scheiben werden zu dick. Das ist so groß, ja. Hast du so ein kleines Ja, Messer? das kleine schon. Jetzt hat er mir schon lange nicht mehr geholfen beim Kochen. Gell, Schätzl? Ich glaube, du kannst dich gerade nicht mehr erinnern. Dement bin ich noch nicht. Jetzt haben wir es gleich. Ich nehme halt Olivenöl. Also salt, mustard and red onions. This is Brigitte's second marriage. She's 16 years older than Alex. Natürlich hat man Vorbehalte. Das ist auch in meinem Kopf drinnen gewesen. Gewesen. Ich denke an das gar nicht. Also ist eigentlich für mich kein Problem. Ich habe überhaupt keine Probleme damit. Nein, bin ich Ja. spritzig, oder? Ja. Nachdem wir schon 17 Jahre verheiratet sind, verstehen uns immer noch so gut wie früher fast. Nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Das kocht schon mal sicher. Ja, sicher kocht sie und da. Und das sprühen die Funken. Aber dann passt's wieder. Dann hast du was schön geschnitten. Muss ich dir loben. Das muss ich mir am Kalender notieren. Geil, Schatz. Hallo Oma, für dich. Sag mal danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Den Tisch decken wie immer. Lass zu. All that's missing now is the porcini mushroom sauce. The mushrooms are braised in rapeseed oil and red onions. Brigitte adds cream. For a final special touch, farmer's cream cheese and the herb mixture from Marlene's garden, as well as nutmeg and pepper. Du, die sind Mund geblasen, du musst aufpassen. Ist gut? Ein Gedicht, Markus, du mal. Es ist wirklich sehr gut gelungen. Du hast gut gemacht. Und 2 Noten. Everyone is waiting for Alexander's salt roast. His father is also here. Ja, schaut ja nicht schlecht aus. Schätzt dran. Schauen wir mal, ob es gelungen ist. Saftig ist er auf jeden Fall mal geworden. Schaut sehr gut aus, ich freue mich schon. Mahlzeit. Und wie schmeckt denn der Salzbraten? Sehr gut, ja. Sehr gut. So knusprig außen und innen so saftig. Auf die Köche. Danke für die Einladung. The next morning in the tunnel. Ist jetzt zwar ein bisschen witzig, aber ich schaue mir sehr gerne Horrorfilme an. Und dann kommt man wieder in die Grube und geht da Kilometer weiter lang irgendwo mal da. Dann gibt es so Parallelstollen. Könnte ja dann irgendwas sein, man dreht sich mal um und beim irgendwas verfolgt. Es gibt so Filme, halt, wo das so ähnelt, wo es um so Höhlensysteme geht und komische Viecher da daherkommen und da fürcht man sich halt dann hinter doch ein bisschen. Ich habe es meinen Kollegen erzählt und die haben es dann auch zugegeben, dass es bei einer genauso ist. This year's drill samples are kept in these crates. The search goes on for this most noble of salts. The current salt vein is almost entirely exhausted. Geologist Thomas Leitner is looking for a new vein. Glück auf, Christian. Glück auf, servus Alex. Schaust du unsere Bohrprobe an? Ja,
Alles ist nicht immer schön, aber es schaut aber da ganz gut aus, muss ich sagen. Wir haben zwar mehrere Meter Ton, aber es passt recht gut mit dem Salz. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir so 80 bis 90% Salz haben. Also qualitativ passt. Ich glaube, das hast du schon mal gelegt. Macht nichts, ist antibakteriell. Gott sei Dank. Wer weiß, welche Krankheiten das du hast. It requires large quantities of good quality salt for the mining to be worthwhile. A new salt vein will secure the livelihoods of the miners for a good few years. They are expecting a breakthrough at any moment. Gekauft. Grüß die Dame. Grüß dich, Alex. Wie schauen wir denn aus? Wie weit sind wir denn schon? Ja, da stehen wir ungefähr beim Standmeter 130. Da. Ja, bravo. Gute Leistung. Sicher. Glück auf. Jawohl. Vierte. Also wir haben die Baustelle erfolgreich, schnell und unfallfrei abgeschlossen und dafür zünde ich der heiligen Barbara eine Kerze an. Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute und ist wichtig für uns. The chapel in the tunnel is of course made of salt. Alexander and Brigitte have invited friends on a Lechparty, a traditional boat trip. These have taken place on the Altaussee and Grundlsee lakes for hundreds of years. Lech comes from the German word for spawning. Every year, the harvest celebration for fishermen is celebrated during fish spawning season. The destination? A small wooden cabin where they will be served freshly caught Arctic char. Forest warden Peter Sedlacek is in charge of preparations. He lights the fire in the middle of the wooden cabin. Die Feuerstelle ist aus dem Grund möglich, weil da oben sind 4 Abzüge, 4 Schlitze und nur der Zug geht nur von der Tür herein. Wenn man die Tür ganz zumacht, dann kommt der Rauch ganz runter und man kann nicht mehr stehen und später auch nicht mehr sitzen. The skin of the fish is pierced to allow the flavors of the marinade to soak in. Der Fisch braucht Salz. Einen Fisch kann man sehr schlecht, also fast nicht übersalzen, aber man kann ihm natürlich, wenn man verschiedene Kräuter reingibt, den Geschmack des Fisches eigentlich verfälschen. Und so machen wir halt einen ganz einfachen, gesalzenen Fisch und wir werden dann sehen, wie er schmeckt. Everyone is in traditional dress for the Lech party. So, jetzt haben wir schon den letzten Fisch zum Essen. Du warst schon fleißig. Furchtbar haben wir eigentlich. Bei uns wird da gefischt, oder die Fischer mit dem Netz. So, da kannst du schon kosten. Magst du auch kosten? Du warum? Ganz wenig. Ha? Ganz wenig. Bitte nochmal. Du auch, ja, gehst hin. Da, So, komm. da, schau, da ist. Aber ganz wenig nur. Ganz wenig, Rosa. Das ist viel zu viel. Nicht so viel. Nein, Salz ist schon wichtiger. Hast du verkürzt? Ich war mal schon im Bergwerk. Wirklich? Ah, du warst schon mal drinnen? Mit Alex, gell? Hat man Durst. Man muss aufpassen, dass man kein zu großes Feuer hat und man muss halt immer wechseln und das ist das Wichtige. Sonst haben wir auf der einen Seite verbrannte Fische und auf der anderen Seite Sushi. After 10 to 12 minutes, the fish are both fried and smoked. They're served with a creamy horseradish sauce with pumpkin seeds. Ja, kaputt. Na,
Schmeckt rauchig und salzig. Von unserem guten Salz natürlich. Und schmeckt wirklich sehr köstlich. Saftig und geschmackig. Und mit den Oberskrähen, das ist eine tolle Kombination. Das ist ein Beispiel dafür, dass gerade die einfachsten Sachen oft die köstlichsten sind. Jawohl. Bist du der Chef vom Bergwerk? Nein. Ja. Der Chef vom Bergwerk, ja. And the crowning finale, Apfelschlangl.